Es ist wirklich nicht untertrieben zu sagen, der größte anzunehmende Unfall bei Facebook hat stattgefunden, der absolute Supergau. Und das wirklich Schlimme, seit 2015, seit rund 3 Jahren ist es wohl Facebook bekannt, aber der Konzern hat nichts Effektives unternommen. Was passiert ist, Recherchen der New York Times und des britischen Guardians haben ergeben, gegen die Nutzungsbedingungen des Internetkonzerns wurden private Daten abgeschöpft und mit anderen Daten kombiniert und offenbar zur gezielten Beeinflussung von Facebook-Nutzern eingesetzt. Was genau passiert ist und für wen die Daten gefährlich sind, jetzt in Klicks um Science Fiction. Herzlich willkommen. Das hätte wirklich nicht passieren dürfen, und was es noch schlimmer macht, Facebook war dieses furchtbare Datenleck bekannt und das Unternehmen hat nichts Effektives dagegen unternommen. Da ist es dem Konzern scheinbar lieber, keinen Wirbel und schlechte PR zu haben, als ein Datenleck nachhaltig zu schließen. Es ist wirklich absolut grauenhaft und die Folgen dazu der Reihe nach. Recherchiert haben die New York Times und der britische The Guardian. Hinter dem massenhaften Datenmissbrauch steckt die britische Firma Cambridge Analytica. Sie will einen Algorithmus entwickelt haben, der in der Lage ist, aus ein paar Likes auf Facebook exakt Geschlecht, sexuelle Orientierung und das ist wichtig, politische Einstellung zu errechnen. Diesen Algorithmus hat die Firma auf die Profile von Millionen US-Wählern angewandt, um die US-Wahl gezielt zu beeinflussen. Sie arbeiteten dafür eng mit dem Team, und wer hätte sich da jetzt gewundert, von Donald Trump zusammen. Und jetzt können wir alle mal innehalten, die Firma hat in Großbritannien die Pro-Brexit-Kampagne unterstützt. Es liegt also nicht fern zu vermuten, dass der Algorithmus von Cambridge Analytica bei der knappen Entscheidung, der knappen Brexit-Entscheidung, das Zünglein an der Waage war, wenn nicht sogar mehr. Eine absolute Katastrophe. Wir würden dem Unternehmen eine massive Schädigung des Euroraums verdanken, die am Ende wohl Billionen kosten wird. Um Wahlen zu beeinflussen, sammelt Cambridge Analytica Daten, um damit Persönlichkeitsprofile anzulegen. Das ist absolut verboten. Damit lassen sich Nutzer besonders gezielt mit genau den richtigen Botschaften ansprechen, um sie zu beeinflussen. Gegründet wurde die Firma von Hedgefonds-Milliardär Robert Mercer, einem glühenden Trump-Unterstützer. Stephen Bannon, der ehemalige Chefberater und Breitbart-Chefredakteur, saß im Aufsichtsrat. Trotz Aufforderung von Facebook hat die Firma die abgeschöpften Daten bisher nicht gelöscht, so die Recherche von New York Times und The Guardian. Dabei wurden die Daten über die unterschiedlichsten Methoden abgeerntet. Eine war die App This is Your Social Life, getarnt als Research-App, die vom Psychologen genutzt wird. Mit der App gaben Nutzer die Erlaubnis, Daten von Facebook wie Wohnort und Likes abzugreifen. Die App sammelte aber offenbar darüber hinaus auf diesem Weg auch die Daten von Facebook-Freunden und den Kontakten. Das ist verboten. Trotz Aufforderung, so das Ergebnis der Recherche, wurden die Daten bisher nicht gelöscht. Facebook hat jetzt den Account von Strategic Communication Laboratories, Inhaber von Cambridge Analytica, sowie die Profile der Mittäter Alexandre Kogan und Christopher Wiley gesperrt. Sie hatten beide als Psychologen für Cambridge Analytica gearbeitet. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Massachusetts nahm jetzt die Ermittlungen auf. Die britischen Datenschutzbehörden kündigten eine Untersuchung von Facebook an. Und ja, wenn ihr als erstes Neues zum Thema Facebook-Datenleck und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Clixo mitmachen und mir Themen zum Beispiel vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und so direkt mitbestimmen, was hier bei Clixo passiert. Der direkte Draht zu mir, einfach hier draufklicken, das ist der direkte Link. Und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Hier geht es weiter, dafür auch draufklicken. Teslas sind Datenkraken. Ja, ansonsten bis dann. Bleibt dran.